Hallo, willkommen in Markus Flechtbett. Ich möchte euch heute zeigen, wie man dieses Fischmobile macht. Für dieses Projekt brauchen wir folgendes Material und Werkzeug. Einfache Gartenschere, Messer und Schnur, dünne Weidenruten zum Ausflechten der Fische, 4 dickere Stöcke, etwa 60 cm lang, damit wir unseren Fischrand machen, und noch 2 gut getrocknete Äste, die als ein Kreuz zum Aufhängen dienen werden. Zum Verbinden von dem Kreuz benutze ich dieses Holzband. Ich nehme ein dickeres Ästchen und in der Mitte mache ich einen Knick. Jetzt verbiege ich die einzelnen Teile. Damit sie eine schöne Rundung haben. So kann man sich schon einen Fisch vorstellen. Jetzt nehme ich mal dünne Weidenruten. Ich fange mit der Spitze an und lege sie hier rein. Jetzt flechte ich in einem sogenannten Achtergeflecht einmal um die Rute herum, durch die Mitte und um die andere herum. Wieder durch die Mitte, zwischendurch halte ich sie fest. Damit mein Fisch nicht zu dick wird. Wenn die Weidenrute zu Ende ist, lege ich eine neue dazu. Dabei beachte ich die Regel dick an dick, dünn an dünn. Ich lege die neue dicke Rute über Kreuze mit der alte, so dass ein Ende, das alte Ende kommt nach rechts und das neue Ende kommt nach links und flecht weiter. Festhalten. So, jetzt. Und jetzt lege ich mal mit dem dünnen Ende dazu. Und dabei lege ich mal an dem dünnen Ende, kommt das nächste dünne Ende auch dran. Und diesmal lege ich die 2 Enden, überlappe ich sie, so wie hier. Und jetzt gehe ich erstmal mit den 2 zusammen. Dann bleiben die Enden hier stehen und ich gehe mit der Weidenrute weiter. Jetzt habe ich eine andere Farbe genommen, damit mein Fisch so ein bisschen Streifen bekommt. Wenn meine dünne Rute zu Ende ist, nehme ich eine neue . Und jetzt lege ich mal mit dem dünnen Ende zu. Und dabei lege ich mal an dem dünnen Ende, kommt das nächste dünne Ende auch dran. Und diesmal lege ich die 2 Enden, überlappe ich sie. So wie hier. Und jetzt gehe ich erstmal mit den 2 zusammen. Wenn eine Rute bricht, ist es nicht schlimm. Nehme ich einfach eine neue.
Etwa ab der Mitte achte ich mehr darauf, dass der Fisch hier immer schlanker wird. Jedes Mal, bevor ich die Rute umbiege, drücke ich ein bisschen die Seiten zusammen. Das geht natürlich nicht. Das Ende hat hier keinen Halt, deswegen muss hier schon Aufdruck. So langsam kann man sich vorstellen, dass hier die zwei sich überkreuzen und ab hier eine Schwanzflosse bilden. Daran muss ich jetzt arbeiten, dass die zwei hier zusammenkommen. Um hier durch diesen Zwischenraum gut durchzukommen, muss ich gar nicht hier so reingehen. Es reicht, wenn ich hier oben zwischen die zwei Ruten gehe. Schon, wenn ich da, wo ich sein möchte. Hier genauso. Einmal hier nach oben, durchflupfen und schon bin ich da. Hier ist auch mal aufgerissen. Was Grünes, was Gelbes. Die gelben sind übrigens die frischen Weiden und die dunkleren, das ist gewässerte und geschälte Weide. Jetzt nehme ich eine ganz schlanke, dünne Weidenrute, damit ich hier diese Verbindungsstelle gut hinbekomme. Gehe erstmal mit der Spitze hier rein. Versuche hier noch so gut wie ich kann in diesen Zwischenraum reinzukommen. Und wenn es nicht mehr weiter geht, wickel ich über diese Kreuzstelle zweimal rum. Und jetzt gehe ich mal schon in den Zwischenraum und flechte noch die Schwanzflosse. Noch eine. Spitze das Ende an. Steck mal hier rein. Ich möchte, dass die letzte Rute mit dem dünnen Ende aufhört. Deswegen habe ich jetzt ausnahmsweise auf das dünne Ende das dicke Ende angesetzt, damit das hier mal mit dem dünnen Ende aufhört. Jetzt sehe ich mal, hier komme ich nicht mehr weiter. Und dieses dünne Ende verstecke ich irgendwo hier im Geflecht. So, das ziehen. Und doppelt hält besser. Dann mache ich es noch einmal in die andere Richtung. Hier. So, einmal festziehen. So, das wäre der erste Fisch. Der ist noch ein bisschen fluffig, deswegen geht er jetzt mal zum Friseur. Und jetzt werden alle Enden abgeschnitten, so dass sie aber schön glatt am Rand liegen. Und das ist der erste Fisch. Jetzt brauche ich noch 3 weitere davon. Jetzt zeige ich euch, was ich mit diesen 2 Stöckchen mache. Daraus werde ich mal den Kreuz machen. Also, die beiden müssen sich in der Mitte überkreuzen. So. Ich markiere mir einfach mal, wo die Mitte ist. An dieser Stelle schneide ich eine Kerbe raus.
Jetzt nehme ich mein Holzband und verbinde die zwei Teile. Jetzt mache ich Gottesauge und ich habe noch ein extra Video dazu gemacht, wie man ein Gottesauge macht. Das kann ich euch dann verlinken. Erstmal lege ich mal hier überkreuzt, also über die Diagonale, lege ich mal das eine Ende. Wickle dann über eine, gehe wieder über die Diagonale, wickle ich über zweiten, drehe ich mal, wickle ich über den dritten, und über den vierten. Das Anfangsstück klemme ich einfach hier drunter. In der Mitte bildet sich so eine Art kleines Quadrat. So gehe ich immer weiter nach außen. Dann mache ich hier an diesen Enden kleine Kerben, damit ich die Schnur hier besser festbinden kann. Enden runde ich auch ein bisschen ab. So, die Fische werden jetzt mal auf eine Schnur aufgehängt. So, jedes Fisch hat irgendwo einen Punkt, wo es gerade hängt. Ich gucke erstmal, wie muss ich es halten, dass es gerade hängt. Wenn ich es hier halte, kippt es nach hinten. Wenn ich hier halte, nach vorne. Also irgendwo dazwischen, hier ist der Punkt, wo mein Fisch gerade hängt. Hier. Jetzt gehe ich mal hier in diesen Raum, in den Zwischenraum, mit der Schnur durch. Binde es fest. Das andere Ende von der Schnur befestige ich an meinem Kreuz. Ich finde es schön, wenn diese Zierbindung nach unten zeigt, sodass man es von unten sehen kann. Deswegen binde ich es so fest, dass der Fisch in diese Richtung hängt. Und die Höhe kann ich natürlich beliebig einstellen. Dank dieser Kerber hier verschiebt sich das Seil nicht hin und her. Also wenn ich sie einmal hier festgemacht habe, dann bleibt es auch da, wo es bleiben soll. Ups. So, da war ich mal zu stark. Aber es hält. Oder auch nicht? Okay. Aber mache ich nochmal. Das Seil ein bisschen kürzer. So. Der erste Fisch hängt. Und er hängt schön gerade. Jetzt hänge ich noch die 3 weiteren. So, da sind sie ja. Alle 4 Fische hängen. Man kann sie ein bisschen in unterschiedlichen Höhen aufhängen. Stufenartig oder alle auf eine Höhe. Und zuletzt muss ich noch hier oben eine Befestigung machen. Das mache ich auch mit derselben Schnur. 2 Schnüre genommen. Das erste habe ich mal hier an 2 Stellen festgemacht. Das zweite mache ich genauso auf dem anderen Stock.
Möbel fertig. Und schon ist unser Möbel fertig. Wenn dir mein Video gefallen hat, gib mir den Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Tschüss!